Hallo, ich bin's wieder, die Bexi. Heute möchte ich was ausprobieren. Ich werde meine Schablone für den Siebdruck mit Vinylfolie und meinem Plotter herstellen. Das heißt, ich spare mir die ganze Chemie und komme so schneller zum Drucken. Normalerweise beschichte ich ja meine Siebe mit Fotoemulsion. Ich zeige euch am besten nochmal den Ablauf im Schnelldurchlauf. Ich trage die Fotoemulsion von beiden Seiten auf das Sieb auf. Die Siebe trocknen dann einige Stunden unter Gelblicht. Dann drucke ich meine Motive auf Belichtungsfilm und klebe es auf das trockene Sieb. Anschließend belichte ich das Ganze für ein paar Minuten mit UV-Licht und kann dann das Motiv mit Wasser auswaschen. Die fertige Schablone ist dann bereit für den Druck. Et voilà! Das Ganze frisst also Zeit und ist im Do-it-yourself-Setting dann doch relativ aufwendig. Man kann aber, wie gesagt, die Schablone auch komplett ohne Chemie machen. Natürlich geht damit auch vieles nicht, also so feine Details sind leider nicht drin, aber wenn man so ein einfaches Motiv mal schnell drucken will, ist das eine gute Alternative. Und genau das möchte ich heute zum ersten Mal ausprobieren und am Ende des Videos gehe ich auch nochmal auf die Vor- und Nachteile dieser Vinylfolienmethode ein, aber ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, das Ganze hat doch erstaunlich gut geklappt. Also bleibt dran, schaut zu und bis gleich. Das Design habe ich in Adobe Fresco mit dem Vektorpinsel gezeichnet. Das sind also alles skalierbare Vektoren. Ich könnte die Zeichnung mit einem Klick an Adobe Illustrator schicken, wenn ich weiter vektorbasiert arbeiten will, oder als PSD speichern und später mit allen Ebenen in Photoshop öffnen. Natürlich kann man auch JPEGs oder PNGs exportieren. Fresco ist übrigens kostenlos. In meinem Plotter-Programm kann man auch SVG-Dateien importieren, aber das funktioniert nur in der Pro-Version, die ich nicht habe. Deshalb lade ich meine Files als hochauflösende PNG-Dateien mit Transparenzen rein. Mit einem Klick wandelt das Programm die Kanten in Pfade um. Die roten Linien zeigen genau, wo der Plotter entlang schneiden wird. So, aber welche Vinylfolie benutze ich jetzt? Das ist die Oracle 651 selbstklebende Plotterfolie, also PVC. Diese wurde mir in einem Tutorial von Pigskins und Pigtails empfohlen, das ich mir in Vorbereitung angeschaut habe. Ich habe mir ein Stück zurechtgeschnitten und füttere jetzt meinen Plotter damit, mit dem ich sonst eigentlich nur Stickers schneide. Die Designvorlagen habe ich im Plotterprogramm reingeladen und die Schnittlinien festgelegt. Wichtig, das Motiv vorher unbedingt spiegeln. Der Plotter schneidet das Vinyl nur so weit ein, dass die Trägerfolie hinten noch ganz bleibt. Dafür habe ich die Standardeinstellung für Vinyl genommen. Es ist etwas schwer zu erkennen, aber die Schnittlinien sind hier leicht sichtbar. Jetzt startet das Entgittern. Und ich sag euch, das ist noch der einfachste Teil. Beim Entgittern nehme ich die Bereiche weg, die später die Farbe durchlassen sollen. Nur die Teile, die stehen bleiben, blocken die Farbe. Auf jeden Fall darauf achten, konzentriert zu arbeiten, damit man nicht aus Versehen die falschen Teile entfernt. Das Werkzeug, was ich hier benutze, kam übrigens mit dem Plotter. Man kann auch irgendwie eine Pinzette benutzen oder irgendwas anderes Spitzes. Ich kann das Design jetzt so nicht einfach ablösen und auf das Sieb packen, weil das sind ja alles Einzelteile und die würden ja gleich verrutschen. Also benutze ich Transfertape. Damit kann man das Motiv in einem Stück anheben und exakt aufs Sieb übertragen. Ich habe mir jetzt eins gekauft, das sich so ein bisschen wie Kreppband anfühlt und relativ stark klebt. Ein Tipp war, es in Streifen aufzubringen und die Klebekraft zu senken, indem ich es vorher einmal auf ein Kleidungsstück klebe, damit sich das Vinyl später einfacher davon lösen kann. Jetzt kann die Trägerfolie ab. Ich mache das langsam und schaue, dass das Design auf dem Transfertape haften bleibt.
Ich bringe das Motiv auf der Außenseite des Siebs an, nicht auf der Innenseite. Ganz wichtig. Am einfachsten klappt das, wenn ich das Sieb direkt auf das klebende Motiv platziere. Das Ganze streiche ich von der Innenseite mit einem kleinen Kunststoffrakel nochmal ordentlich glatt. Leider noch nicht ganz fertig. Jetzt kommt nämlich der schwierigste Teil. Das Transfertape muss noch ab. Hier spielt die Klebekraft wieder eine Rolle. Wenn das Tape zu stark klebt, löst es sich schlecht vom Vinyl. Einzelne Teile können daran hängen bleiben und sich wieder vom Sieb ablösen, besonders bei feineren Details. Ich arbeite mich langsam Schritt für Schritt vor. Sollte ein Teil hängen bleiben, drücke ich es mit einem flachen Werkzeug wieder zurück auf das Sieb, während ich das Tape weiter abziehe. Es hilft auch, bereits gelöste Stücke des Tapes abzuschneiden, damit sie nicht mehr im Weg sind. An manchen Stellen komme ich nur langsam voran. Vielleicht lohnt es sich, auch andere Transferfolien auszuprobieren. Mit einem anderen Klebegrad geht es vielleicht auch einfach besser. Jetzt ist die Schablone fertig zum Drucken. Da wir das Vinyl an der Außenseite des Siebs angebracht haben, müssen wir uns auch keine Sorgen machen, die Schablone durchs Rakeln irgendwie zu beschädigen. Ab jetzt mache ich fast alles wie immer. Zuerst kommt der 3 mm Absprung ran. Hier sieht man den nochmal ganz gut. Okay, das ist jetzt eine spontane Aktion. Wow, so spontan heute. Dieses Transfertape hatte ja sowas Creppartiges, sowas Saugendes. Und ich dachte, wäre eigentlich ganz cool, das mal als Palettentape zu benutzen. Und ihr werdet später noch sehen, wozu das gut sein soll. Ihr kennt das sicher vielleicht schon von meinen anderen Videos. Ich versuche jetzt das Papier zu registrieren unter dem Motiv. Und das geht ganz gut mit diesem Papierschnipsel, die ich daran geklebt habe. Und versuche das jetzt einfach so passgenau wie möglich untereinander zu bringen. Wenn da jetzt nichts Weißes mehr durchblitzt, liegt alles richtig übereinander. Ich klebe meine 3 Anlegemarken drumherum und habe so meine Papierposition fixiert. Und jetzt kommt das, was ich euch zeigen wollte. Normalerweise benutze ich Sprühkleber für den Papierdruck, weil der Rollkleber eigentlich zu stark ist. Den benutzt man eher für Textilien. Aber dieses creppartige Tape saugt so ein bisschen was von der Klebekraft weg. Und wenn ich das so richtig schön einreibe, bleibt nur eine ganz hauchdünne Schicht übrig, sodass auch keine Rückstände am Papier bleiben. Das sollte man aber auf jeden Fall nochmal richtig testen. Ich habe das jetzt mit 300 Gramm Karton ausprobiert, aber auch mit 110 Gramm handgeschöpftem Papier und bei allen hat es gut funktioniert. Print time. It's time to print. Das ist wasserbasierte Goldfarbe. Die ist relativ dünnflüssig. Ich hebe das Sieb an und flute es mit der Farbe. Ich lasse das Sieb wieder runter und rakel mit Druck die Farbe durch das Sieb. Und im Anschluss nochmal fluten.
Der Testdruck sieht erstmal ganz okay aus. Ich sehe leider, dass die Kanten ausgefranst sind und nicht richtig scharf rauskommen. Ich versuche jetzt mal, den Rakel etwas flacher zu halten und ziehe nochmal drüber. Relativ viel Farbe auf dem Blatt, aber die Kanten sehen schon mal viel besser aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Folie dicker ist als meine übliche Schicht Fotoemulsion. Ich passe jetzt also meine Rakeltechnik an und rakle den Rest der Session flacher und direkt zweimal hintereinander. Und natürlich nochmal fluten. Obwohl die Farbe ja relativ dünnflüssig ist, deckt sie wirklich gut auf dem Schwarz. Zwischendurch ist auch Zeit für ein paar Testdrucke. Ich drucke das neue Motiv auf alte Drucke, um spielerisch zu testen, wie Farben, Formen und Schichten miteinander wirken. Dabei entstehen oft interessante Muster und Ideen, auf die ich sonst vielleicht gar nicht kommen würde. Das sieht doch echt ganz cool aus, oder? Mit dem ersten Farbdruck bin ich durch. Zeit, die Drucke trocknen zu lassen und das Sieb für die zweite Farbe vorzubereiten. So. Die überschüssige Farbe packe ich wieder zurück in den Farbtopf. Bei wasserbasierten Farben sollte man sich mit dem Saubermachen auch nicht zu viel Zeit lassen, da sonst die Farbe im Sieb eintrocknen kann. Ja, sorry, wegen der schlechten Videoqualität hier. Ich habe kein gutes Licht im Bad. Ich habe das so verstanden, dass man das Vinyl nur einmal nutzen kann. Interessanterweise sitzt die Schablone nach dem Waschen aber immer noch auf dem Sieb. Ich könnte damit also theoretisch versuchen, nochmal zu drucken. Allerdings habe ich gerade nur dieses eine freie Sieb und brauche es für die zweite Vorlage. Das Vinyl muss also runter. Und das geht auch ganz easy, einfach abziehen. Sieht aus wie neu. Bei der zweiten Vorlage ist genau das passiert, was ich vermeiden wollte. Ein Teil vom Schmetterling wurde aus Versehen mit entgittert. Hier ist es zum Glück nicht ganz so schlimm, ich kann das Stück wieder an die richtige Stelle kleben. Ich mache das aber jetzt nicht nach Augenmaß, sondern lege eine ausgedruckte Version unter die Vinylvorlage und nutze das Licht von unten, um die genaue Position wiederzufinden. Ich habe ein bisschen vorgespult, hier ist die fertige zweite Schablone. Damit drucke ich jetzt das Schwarz. Diese Folie habe ich auf das Brett geklebt, weil sie mir hilft, die zweite Farbe besser zu registrieren. Ich drucke zuerst einmal auf die Folie und nutze diesen Abdruck als Referenz. So weiß ich genau, wo ich das Papier hinlegen muss, um passgenau über die erste Farbe zu drucken. Die Position vom Papier ist gefunden und mit Anlegemarken kann ich das Ganze wieder dingfest machen. Der Rollkleber kommt wieder hauchdünn auf mein Transfertape. Ich schabe das da so richtig schön rein. Hält ungefähr für 30 Durchgänge.
Die Drucke vom ersten Durchgang sind längst getrocknet. Klar, sind ja auch wasserbasierte Farben und es kann losgehen. Da ich auf handgeschöpftem Papier gedruckt habe, sind die Maße alle leicht unterschiedlich. Das heißt, die Folie hilft mir hier auch, jeden Bogen richtig zu positionieren. Ich hasse es. Auch hier merke ich, dass ich wieder flacher und zweimal rakeln muss. Tipptopp. Auch die zweite Schablone hat super durchgehalten. Ich hätte einfach locker weiterdrucken können. Zeit zum Saubermachen und sich selber schmutzig machen. 10 minutes later. Alles frisch gewaschen. Die Schablone ist tatsächlich auch hier wieder dran geblieben. Und so einfach geht sie wieder ab. Ja, gut, der Teil dauert ein bisschen. Das fertig entschichtete Sieb, hahaha. Hahaha. Diese Folie kann man auch immer wieder verwenden. Das Reinigen ist sehr leicht, auf jeden Fall mit wasserbasierten Farben. Das Coole an dem Tape ist auch, du kannst es einfach abziehen und die Druckplatte ist sauber. That's beautiful. Ich komme jetzt zu den Vor- und Nachteilen. Erstmal fangen wir mit dem Positiven an. Pro Vinylfolie. Keine Chemie nötig, ideal für alle, die ohne Emulsionen arbeiten wollen. Ein schneller Einstieg, keine Beschichtung, keine Belichtung und keine Dunkelkammer nötig. Schnelle Umsetzung von Ideen. Innerhalb von 20 bis 30 Minuten hast du deine Schablone ready to print. Das ist vor allem ganz cool für so Einzelstücke, wenn du für eine Freundin vielleicht ein Motiv auf ein T-Shirt drucken willst und nur für sie. Dann eignet sich das halt hervorragend. Sehr stabile Schablone. Ich konnte problemlos 70 Drucke machen, ohne Qualitätsverlust. Entfernen der Schablone super easy, einfach die Folie abziehen, kein Entschichten nötig. Kommen wir zu den Nachteilen. Feine Details, dünne Linien sind schwierig bzw. gar nicht umsetzbar, muss man ausprobieren. Das heißt, für mich bleibt die Schablone mit Emulsion meine bevorzugte Methode, weil meine Designs einfach doch filigraner sind als das, was ich hier gemacht hatte. Die Schablone ist in der Regel nur für eine Drucksession nutzbar, laut Erfahrungsbericht. Ich selber konnte das nicht bestätigen. Ihr habt ja gesehen, ich habe das ausgewaschen mit Wasser und danach war die Folie immer noch am Sieb dran und ich hätte sie einfach nochmal zum Drucken benutzen können. Muss man ausprobieren. Wer sein Motiv dauerhaft auf dem Sieb haben möchte, der kann sowas wie HTV-Folie benutzen. Dazu braucht man, glaube ich, aber auch eine Hitzepresse. Recherchiert da gerne mal, mich interessiert das jetzt nicht so. Mehrfarbdruck ist etwas ungenauer, da man ja keine filigranen Passermarken anlegen kann. Daher hatte ich ja diese kleinen Klötze benutzt. Ihr habt auch gesehen, man kann nicht durchgucken durch die Folie. Man muss sich einen Plotter anschaffen. Idealerweise hat man den vielleicht schon zu Hause, weil man damit irgendwie Sticker macht oder so, so wie ich zum Beispiel. Ich hatte den einfach schon. Das hat sich natürlich dann angeboten. Die Vinylfolie hat so eine kleine Eigenhöhe. Das fühlt sich wie so eine dickere Beschichtung an. Ich musste mit meinem 80T-Sieb, was ja ein bisschen feiner ist, dadurch irgendwie so ein bisschen flacher rakeln und auch zweimal hintereinander, um so einen gleichmäßigen Farbauftrag hinzubekommen. Kommen wir zum Fazit. Ich persönlich bin mit dem Ergebnis super happy. Die Drucke sind genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, sogar besser. Ich hätte bei diesem einfachen Motiv das auch mit Emulsion nicht besser hinbekommen. Auch das mit dem Zweifarbdruck hat super geklappt. Überrascht war ich vor allem von der Stabilität der Schablone und wie viel ich damit drucken konnte. Also 70 Drucke und ich hätte auch locker noch mehr drucken können, gar kein Problem. Ich werde diese Methode auf jeden Fall wieder benutzen, gerade für so kleine individuelle Geschenke oder Unikate mit so einem einfachen Motiv eignet sich das ja hervorragend. Vielleicht habt ihr auch schon gedacht, dass ihr Siebdruck gerne mal testen wollt, aber das mit der Fotoemulsion und dem Beschichten schreckt euch irgendwie ab. Mit dieser Methode könnt ihr es vielleicht trotzdem ausprobieren. Gut, macht's gut. Tschüss, eure Bexi.